Studienjahr im Ausland zu machen. Das ist eine Idee, die die Theologische Hochschule Chur verfolgt und eigentlich allen Studenten nahelegt. Es geht darum, dass man eine andere kirchliche Realität erlebt, mit anderen Menschen auf dem Weg ist und grundsätzlich einfach eine ganz andere Erfahrung machen kann, was Theologie studieren anbelangt, in einem anderen Kontext, in einem anderen Umfeld. Mein Name ist Matthias Ränkli. Ich komme aus Bonstetten. Das ist ein kleines Dorf im Kanton Zürich und studiere seit 4 Jahren Theologie an der Theologischen Hochschule Chur und verbringe im Moment mein Auslandsstudienjahr hier in Jerusalem. Wie bin ich dazu gekommen, Theologie zu studieren? Das ist eine amüsante Geschichte. Es hat eigentlich begonnen, dass ich in einer Familie aufgewachsen bin, wo der Glaube verwurzelt, verankert war im täglichen Leben und habe dort eigentlich so wieder das Fundament bekommen für meine Berufung. Es ist so, dass ich dann nach der Grundschulausbildung habe ich eine kaufmännische Lehre begonnen in Zürich bei einer Transportfirma und bin dann nach dieser Lehre eigentlich aus Neugierde für 3 Tage in ein Franziskanerkloster gegangen auf der Insel Werd und habe dort mitgelebt mit den Mönchen. Es hat mich dann ein Mönch nach diesen 3 Tagen gefragt, ich sei ja jetzt Transporteur und habe immer Güter von A nach B transportiert. Das heisst, also irgendwie zum Beispiel von Zürich nach Jerusalem. Und dann hat er mich gefragt, ob ich mir nie überlegt hätte, anstatt Güter von A nach B zu transportieren, Seelen zu Gott zu transportieren, also Spediteur des Himmels zu werden. Und das hat mich zugegebenermaßen mit 19 Jahren ein bisschen erstaunt, aber auch neugierig gemacht, was dahinter stecken könnte, eben Spediteur des Himmels zu werden. Ich habe dann die Berufsmaturität nachgeholt und ging dann nach der Berufsmaturität zum Berufsberater. Und der hat mir nach Auswertung des Testes auch gesagt, also er sehe mich, dass ich ein Mensch bin, der gerne mit Menschen zu tun hat und ob ich mir nie überlegt hätte, in ein Kloster einzutreten oder Priester zu werden. Das hat mich zugegebenermaßen auch wieder nachdenklich gestimmt und er hat mir dann aber auch gesagt, er sehe auch mein Potenzial in der Privatwirtschaft und ich könnte auch zum Beispiel Wirtschaft studieren mit dem Fokus Non-Profit Management. Ich habe dann das gemacht, bin dem Beruf gefolgt und habe aber nach einem Semester gemerkt, dass der andere Ruf, der an mich ergangen ist, auch stark ist, sogar noch stärker als eben das Wirtschaftsstudium und habe mich dann beim Priesterseminar in Chur, der Theologischen Hochschule, gemeldet für ein Propedeutikum, das heißt für eine Art Berufungsklärungsjahr. Und hier bin ich jetzt, nach 4,5 Jahren. Während meines Auslandaufenthaltes in Jerusalem habe ich mir die päpstliche Universität der Don Bosco Salesianer ausgesucht für das Studium. Diese Universität zeichnet sich aus durch einen ausgesprochenen pastoralen Charakter, gemeinsame Sportaktivitäten, pastorale Aktionen, aber auch Exkursionen bilden einen integralen Bestandteil des Studiums. Ich wurde von einer Mitstudentin gefragt, was mich denn am Theologiestudium fasziniert. Und ich denke, um es mit einem Satz zu sagen, das Faszinierende am Theologiestudium ist es eigentlich, dass es dem Studierenden das Handwerkszeug liefert, mit dem ein tieferer Blick auf Gottes Wirken im eigenen Leben und auf Gottes Wirken in der Welt möglich wird. Es geht darum, meines Erachtens darum, immer mehr in Worte fassen zu können, was wir bereits im Glauben verstanden haben. Ich lebe während meinem Auslandaufenthalt, meinem Auslandsstudienjahr, lebe ich in der Jerusalemer Stadtpfarrei St. Simon und Anna. Das ist eine Pfarrei, die sich vor allem den hebräischsprachigen Christen im Heiligen Land zuwendet. Und es ist so, dass auch hier ein Modell eines Zusammenlebens realisiert wird. Also es ist die Pfarrei und auf der Pfarrei gibt es Wohnräume und in diesen Wohnräumen leben Priester und Laien gemeinsam unter einem Dach. Und das Zusammenleben ist geprägt auch von gemeinsamen Stundengebeten, gemeinsamer Tischgemeinschaft und es ist auch geprägt eben von der täglichen Eucharistiefeier hier in der Kapelle.
Ich wurde gefragt, warum ich mir die Theologische Hochschule Chur für mein Studium ausgesucht habe. Und es liegt eigentlich auf der Hand, weil ich bin, wie gesagt, geboren in Bonstetten. Bonstetten liegt im Bistum Chur und die Theologische Hochschule Chur ist die Bildungsstätte für mein Heimatbistum. Das ist eigentlich der tiefere Grund, und warum ich dort studiere. Ein weiterer Grund ist auch die pastorale Ausrichtung dieser Bildungsinstitution, die es mir erlaubt, eben wirklich für einen Dienst in der Seelsorge in meinem Heimatbistum vorbereitet zu werden. Das Weitere ist auch, dass im Priesterseminar St. Luzi, das gerade zusammen mit der Theologischen Hochschule eine Einheit bildet, es eben auch möglich ist, das Ganze in Gemeinschaft zu tun. Also es ist möglich, in der Seminargemeinschaft integriert zu sein, tägliche Stundengebete zu pflegen, gemeinsame Eucharistie feiern, einen intensiven Kontakt mit der sonstigen Hochschulgemeinschaft zu pflegen. Und das sind meines Erachtens Vorteile, die ich sonst in dieser Intensität, in dieser Fülle in keiner Institution, keiner kirchlichen Universität in der Schweiz vorfinden kann, in dieser Fülle. Als ich mir die Frage gestellt habe, wo ich denn mein Auslandsstudienjahr verbringen möchte, da ist mir sofort Israel in den Sinn gekommen. Denn schon von Kindertagen an fasziniert mich dieses Land, die Menschen, die verschiedenen Kulturen, die hier aufeinandertreffen. Und es ist für mich eine große Freude, hier mein Auslandsstudienjahr verbringen zu dürfen. Man hat die große Chance, hier im Heiligen Land eben nicht nur in der Bibel zu lesen und es sich vorzustellen, sondern man hat die Möglichkeit, eben diese biblischen Orte zu besuchen, auf sich wirken zu lassen. Und das bietet eine große Hilfestellung, eben auch das Neue Testament, das Alte Testament in ihrer Fülle auch erleben zu können und bereichert zu werden durch diese Besuche. Hier befinden wir uns beim Eingang für die Grabeskirche. Also wie schon gesagt, hält das Heilige Land viele Hilfestellungen bereit, um die Heilige Schrift besser zu verstehen. Und Frère Roger hat ja mal gesagt, dass wir versuchen sollen, das Wenige, was wir vom Evangelium verstanden haben, umzusetzen. Jerusalem führt einem aber auch vor Augen, dass wir noch weit davon entfernt sind, eben durch die vielen Konflikte, die man auch immer wieder in den Medien hört. Das war's für den Moment. Ich freue mich auf ein Wiedersehen, sei es in Jerusalem oder im kommenden Studienjahr in Chur. Alles Gute! Child of grace, nothing else.